Vor allem wenn unangenehm wird, tendieren Männer auch Frauen für diese Aufgabe auch zu stellen, weil die können auch gut schwierige Themen auch einbringen und diskutieren. Wenn nur eine Perspektive abgebildet ist, dann diese Perspektive wird auch ausgedruckt, das ist in den Produkten, die wir bauen. Das ist keine böse Absicht, es ist einfach ein natürliches Phänomen, dass wir tendieren auch unsere Werte in der Gestaltung nochmal. Es sickert einfach durch. Ne? Die Kollegin, die jetzt nicht Informatik studiert hat, hat genauso viel Ahnung und Recht über dieses Produkt zu entscheiden, wie ich, die ja Informatik studiert habe oder technische Wissen habe. Keiner ist frei davon. Wir sind alle gebiased in einer oder anderen Form. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe wieder eine Folge von der OOP 2026 aus München mitgebracht. Bei mir zu Gast war Claudia Nassbauer. Mit ihr habe ich über das Thema Vielfalt und Diversität in unseren Teams gesprochen. Warum wir das brauchen, warum wir uns damit manchmal so schwer tun und welche Möglichkeiten es gibt, Stereotypen aufzubrechen und eine spannende Vielfalt in einem Team zu etablieren. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da hier zu sein. Ja, das ist auch mir ein großes Anliegen, weil du hast ein ganz spannendes und wichtiges Thema mitgebracht. Wir sind ja hier auf der OOP in München 2026, der dritte Tag. Beginnt gerade so. Na? Und ja, es ist halt eine IT-Software-Architekten-Konferenz und wenn ich sage Architekten, ist es halt auch so, dass es ist halt schon sehr männerlastig hier. Ne? Ja, obwohl ich finde, dass die OOP wirklich viele Frauen auch da haben, dadurch, dass sie viele Coaches und Leute aus anderen Bereichen. Da hast du recht. Ja, aber vielleicht wenige Informatiker, das kann schon sein. Ja, genau. Und das ist ja auch mit dein Thema. Wie kriegen wir mehr Diversity, mehr Vielfalt rein in unsere Softwareentwicklung und in unsere IT-Landschaft, ne? Genau, also mein Thema kommt ein bisschen ursprünglich aus einer persönlichen Motivation. Ich sage immer, ich bin in Design geboren und in Software Engineering groß geworden. Und nicht nur so durch meine Erfahrung gibt es mehrere Studien, die beweisen, dass Diversität in der Softwareentwicklung führen zu besseren Produkten. Aber wenn man in den Unternehmen guckt, insbesondere Kleinunternehmen, so KMUs, ist der Anteil von der Frauen sehr gering, vor allem der Anteil von anderen Disziplinen der Softwareentwicklung sehr gering. Und dadurch, dass Technologie unser Leben so durchdringt und so bestimmt auch unsere soziale Beziehung, so wichtiger ist, dass wir auch andere Disziplinen haben, die das mitgestalten. Ja. Und nicht nur in dem persönlichen Umfeld, auch in dem unternehmerischen Umfeld. Wir haben Anwendungen, die unternehmerische Prozesse, Produkte, Dienstleistungen steuern. Und das ist mehr als nur die Technik, die sich dahinter verbirgt, es sind ganz viele andere Prozesse, die da mit involviert sind. Und wenn wir nur diese Lösung aus der technischen Perspektive entwickeln und nur mit Leuten, die diese technische Know-how haben, dann lassen wir vielleicht und hochwahrscheinlich ganz viele wichtige Aspekte der Gestaltung dann außen vor. Ja. Und das ist ein bisschen die Motivation, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, warum so wichtig ist, auch andere Disziplinen und dadurch automatisch Frauen in der Softwareentwicklung bringen und da mehr Diversität auch zu fordern. Ja, finde ich total wichtig. Ich finde, etwas, was ich immer ganz schön finde, ist, ich komme ja aus dem Bereich Software-Testing und gerade im Testing-Umfeld, da haben wir doch mehr Frauen als im Rest der Softwareentwicklung. Das fand ich immer schon ganz spannend, weil ich das in meinem ersten Unternehmen, ich weiß, da waren so 100 Tester angestellt und das war fast 50-50 waren das Frauen und Männer. Das fand ich immer gut, weil das in die Projekte natürlich auch einen anderen Spirit reinbringt und einfach auch andere Gedanken und anderes Vorgehen auch mit. Ja. Ja, es ist interessant, weil genau jetzt in der Konferenz habe ich auch mit einer Kollegin gesprochen, die ist Informatikerin, hat auch gesagt, dass sie in den Testbereich arbeitet und dass da eher Frauen angesiedelt sind. Ich kann nicht ganz genau erklären, das Phänomen, warum dann genauso so kommt. Aber von der Forschung her gibt es auch Hinweise,
dass vor allem wenn unangenehm wird, tendieren Männer auch Frauen für diese Aufgabe auch zu stellen, weil die können auch gut auch schwierige Themen auch einbringen und diskutieren. Von einer Seite ist es positiv für das Team, aber manchmal auch nicht so positiv für die Frauen, die immer so, wenn dann schwierig wird, dann vortreten können und die Männer schön sich zurücklegen können. Aber es ist eine Zusammenarbeit. Ne? Es ist nicht so einer gegen die andere, sondern wie können wir fordern, dass sie gut zusammenarbeiten und solche vielleicht schlechte Erfahrungen nicht erkennen und Potenzialen von unterschiedlichen Rollen, unterschiedliche Perspektiven in der Softwareentwicklung einen Beitrag liefern. Ja. Was macht denn diese Vielfalt aus? Wo würdest du sagen, was kommt denn da Positives dazu, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Vielfalt schaffen hier in der Softwareentwicklung? Was sind das für Ansichten, für Sichtweisen, Perspektiven, die da dazu kommen? Also natürlich, das ist eine vielfältige Antwort. Es sind so viele unterschiedliche Sachen, die dazukommen. Aber natürlich unsere Werte, unser Dasein prägen unsere Gestaltung und die Produkte, die wir gestalten. Wenn nur eine Perspektive abgebildet ist, dann diese Perspektive wird auch ausgedrückt, also in den Produkten, die wir bauen. Das ist keine böse Absicht, es ist einfach ein natürliches Phänomen, dass wir tendieren auch unsere Werte in der Gestaltung nochmal. Es sickert einfach durch. Ne? Ich gebe immer so ein Beispiel. Es scheint, dass bei mir so diese Werte der Nachhaltigkeit nicht so stark geprägt ist. Und stattdessen so Innovation, Kreativität sehr stark vorhanden ist. Durch unterschiedliche Tests könnten wir so ein bisschen die Tendenz festlegen. Und wenn wir gestalten und zum Beispiel mit datenintensiven Systemen, es ist ganz leicht, dass man sagt, man überlegt sich so eine Feature und alle denken, das ist eine super coole Empfehlung. Und die Leute sagen, ja, aber das kostet uns ganz schön viel Energie, so eine Empfehlung auszugeben. Und ich bin die Erste, die sagen, das ist nicht so schlimm, weil es ist voll die gute Idee und so weiter. Weil da ist so diese Werte, die bei mir einfach prägen. Es muss kreativ, innovativ sein. Und wenn dann nur Leute, die da sitzen mit diesen Werten, mit diesem Weltbild im Kopf, dann wird nicht drüber nachgedacht, vielleicht sollten wir aber gucken, könnten wir was Ähnliches vielleicht ein bisschen schlechter machen, aber dass diese Kosten oder die Ressourcen ein bisschen ressourcenschonender funktionieren. Deswegen ist es wichtig, dass unterschiedliche Perspektiven in Teams abgebildet werden, weil ansonsten vor allem die Entscheidungsprozesse wichtige Aspekte wegbleiben. Zudem haben wir auch unterschiedliche, von unserem Studium, von den Sachen, die wir gelernt haben, unterschiedliche Methoden, die wir kennen. Also Leute, die Design studieren, lernen andere Methoden. Die Leute, die Informatik studieren, sind unterschiedliche Curriculum. Auch Leute, die in der Soziologie oder Psychologie studiert haben. Und dieser Methodenmix und Erfahrungsmix trägt schon dazu bei, dass Software besser gestaltet werden, weil die Expertise auch eingebracht werden in den Projekten. Also während viele Informatikstudium sich nicht so mit Nutzerforschung, mit Methoden aus der Sozialwissenschaft auseinandersetzen. Und es ist auch in Ordnung, dass es so ist, weil ich glaube schon, dass wir nicht zu viele Fähigkeiten auf einen Menschen lassen können. Es ist dann gut, dass wir unterschiedliche Personen haben, die diesen Wissen einfach in den Projekt einbringen und dann zusammenarbeiten können und wirklich wahre Kollaboration fordern. Weil ich kann sagen, dann springen einfach die Informatiker so mehr Sachen aus der Soziologie, um Design und alles und er kann auf einmal alles, aber das ist nicht der Sinn der Sache, weil diesen unterschwellige Wert und alles dann bleiben auch aus. Ne? Das heißt, methodisch gewinnen wir, wenn wir unterschiedliche Perspektiven haben, auch diese persönlichen Aspekte der Gestaltung gewinnen wir. Und es gibt mehrere Statistiken, die auch nachweisen, dass die Vielfalt auch zu mehr Innovation führen, zu mehr bessere Produkte, dass die Menschen wirklich helfen in den Alltag. Aber es ist nicht so leicht. Ne? Es sind nicht nur positive Aspekte, wenn man zu unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Menschen zusammenbringt. Mhm. Ja, ich meine, das erzeugt natürlich auch Reibung und auch Konflikte und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Schwierigkeit, wenn man umgibt sich ja gerne mit Gleichgesinnten, weil dann weiß man, das geht dann gut vorwärts. Und das ist natürlich auch schwer, das aufzubrechen. Zu sagen, okay, wir wollen dann die Vielfalt haben. Das ist zwar rational klar oder kann man sich noch vorstellen, aber so im Innersten denkt man,
aber dann muss ich das alles diskutieren, dann gibt es andere Meinungen und so. Ne? Also das ist ja auch ganz viel Emotion, die da drinnen ist. Ne? Genau, und das fordert, das ist von einer Seite Kompetenzentwicklung bei den Teams, ne, weil wie du sagst, ich habe also einen anderen Erfahrungsschatz, ich habe andere Methoden und ich will die Sachen in einer Art und Weise machen. Der Kollege, der aus der Informatik kommt, hat andere Erfahrungen, der will es in seiner Art machen, auch in andere Entscheidungskriterien auch. Und da reibt dann schon viel. Und natürlich Kommunikationskompetenzen sind sehr wichtig, dass man auch miteinander reden kann. Aber auch Kompetenzen sowie, wie können wir stereotypische Denken auch abbauen. Ne, diese unbewusste Denkmuster, die jeder hat, es ist vorhanden bei uns. Wie können wir bewusst sein, dass das existiert und besser miteinander kommunizieren? Wir können auch in Teams über Methoden sprechen, die eine bessere Moderation von solchen Konflikten auch unterstützen. Ne? Also es gibt vor allem agile Kontexte, ne? Also unterschiedliche Rollen, die genau moderieren solche Art von Interaktion. Ne? Wenn wir uns einmal die Woche treffen und sprechen über Probleme, was ist gut gelaufen die Woche und was ist nicht gut gelaufen ist, nicht nur über Features zu sprechen, sondern auch über diesen Soft Skills-Bereich, wo konnten wir gut arbeiten, wo die Arbeit nicht gut geklappt hat und da auch Unterstützung zu geben. Und weil ich glaube, einfach loslassen und glauben, dass irgendwie wird, das ist nicht gut. Das sehen wir, das funktioniert ja nicht. Ne? Nee, es funktioniert nicht. Ja. Und vor allem ist es jetzt, wenn wir über Diversität, so Geschlechtsdiversität sprechen, es ist immer noch, wie du sagst, eine männerdominierte Domäne. Und dann meistens so die Minderheitsgruppe, dann werden unterdrückt, also in so einem System. Ne? Weil wenn dann nicht die einzige Designerin bin und nicht gut kommunizieren kann, Schwierigkeit habe, meine Idee einzubringen, so mittelfristig kann sein, dass ich dann was anderes machen will und nicht mehr dann immer da die Einzelkämpferin sein. Dann. Ja. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt so ein Team Männer, die dann da stehen und sagen, was soll ich denn da? Wie kann ich denn diesen Stereotyp da aufbrechen? Ich sage, okay, wir müssen eben da in die Richtung gehen, die Kompetenz aufzubauen, hast du gerade gesagt, auch diese ganzen Schubladen ein bisschen aufzulösen und das zu akzeptieren. Wie schaffe ich denn das in so einem Team? Also jetzt ist es, was wir zum Beispiel in der Konferenz präsentiert haben, es ist unser Forschungsprojekt RISE und was wir da jetzt konkret versuchen, ist Weiterbildungsmaßnahmen zu geben, die sprechen zum Beispiel über Stereotypen, über Privilegien, weil ich glaube, das Bewusstsein schaffen ist das erste Schritt, die man gehen kann, weil viele dieser Prozesse laufen unbewusst. Also vor allem wenn man bewusst denken muss, da kennen wir gar nicht, dass wir das haben, aber alle von uns haben, keiner ist frei davon. Wir sind alle gebiased in einer oder anderen Form. Privilegien sind auch Sachen, die wir gar nicht uns zuschreiben können. Wir haben es oder nicht haben. Ne? Also es gibt so das Größte ist das Weißsein-Privileg. Also in unserer Gesellschaft Männer sein ist auch ein Privileg und das kann man nicht abstreiten. Aber bewusst sein, dass das ein Vorteil ist gegenüber vielleicht anderen Kollegen oder Frauen oder anderen Kollegen, die vielleicht Sprachschwierigkeit haben und so weiter, dass man ein paar Schritte voraus ist, hilft schon so ein bisschen auch persönlich vielleicht anders agieren in manchen Situationen. Und nicht mehr diese Haltung, ich bin irgendwie der Richtige. Also ich habe schon per se ein paar Vorteile, die ich vielleicht benutzen kann, nicht nur für mich, sondern auch, um mein Team zu helfen oder anderen, die vielleicht diese Privileg nicht genießen, auch zu unterstützen. Das heißt, Bewusstsein ist das erste Schritt und dann gibt es bestimmte Methoden, die man verwenden kann, um genau solchen Aspekte nochmal zu unterstützen. Ne? Es gibt eine Methode, das ist so jemand, der beauftragt ist, genau aufzupassen, wann so stereotypische Aussagen kommen. Oder es gibt Methoden, die genau unterstützen, so wie zum Beispiel Meetings und Dailies, dass man sagt, okay, es gibt Redezeit für jede Kollegen, bevor es zum Beispiel so eine Popcorn-Diskussion auftaucht, dass jeder so den Raum hat, auch zu sprechen. Und diese Methode helfen schon ein bisschen, aber es ist nicht so, dass wir machen das einmal und dann ist es alles gelöst. Es ist kontinuierlich. Es muss auch langfristig eine Kultur etablieren, die Diversität fordert und diese
wo alle dann mitgenommen werden. Also ich glaube, die Konstanz ist da auch ganz wichtig, ne? Dass man das ist halt nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, ne? Weil es sind auch oft ja gerade diese unbewussten Muster, die sind ja eingeschliffen, ne? Die hat man seit Jahren vielleicht in Teams, bei sich selbst und so, das muss man ja da erst aufbrechen. Ne? Genau, oder Kommunikationssysteme, ne? Also es gibt mehrere Studien, die sagen, dass unterschiedliche Kommunikationssysteme herrschen in Gruppen, die eher männerdominiert sind und eher frauendominiert sind. Und abhängig, wie dann Teams aufgebaut sind, diese Kommunikationssysteme sind eher geprägt. Ne? Also wenn zum Beispiel große Meetings stattfinden, sind so hierarchische Kommunikationssysteme eher vorhanden. Und da sind so Männer sehr gut dran trainiert, weil es sind Kommunikationssysteme, die eher so in männerdominierte Systeme interagieren. Und wenn so kleine Themen sind, wo Kollaboration und so Mitnahme, wo man sagt, non-hierarchische Kommunikationssysteme sind in kleinen Teams viel präsenter. Und deswegen zum Beispiel agile Methoden mit kleinen Teams viel geeigneter sind und eine bessere Zusammenarbeit in diverse Teams zu fordern ist, weil dann diese hierarchische Kommunikation gar nicht auftreten kann, weil man hat nur 5, 7 Personen und das fordert schon die Kommunikation. Das sind so viele kleine Maßnahmen, die über längere Zeit dann beibehalten werden können und gepflegt werden können, um genau solchen Muster durchzubrechen. Ja. Und die Sache mit den Privilegien ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich, wenn ich meine Privileg habe und die benutze nicht nur für meinen Wohlstand, sondern für die anderen, es kann auch sein, dass Privilegverluste dann oder mindestens so ausgeglichen werden. Und das ist manchmal in manchen Organisationen nicht so angenehm, ne? Weil vielleicht Vorteile, die ich habe, also in meinem Team, dann werde ich längerfristig nicht haben. Und nicht immer sind die Leute bewusst oder unbewusst bereit, diesen Schritt auch zu gehen und das abzugeben, ne? Und sagen, okay, ich habe keine Vorteile mehr gegenüber anderen Kollegen. Oder die Kollegin, die jetzt nicht Informatik studiert hat genauso viel Ahnung und Recht über dieses Produkt zu entscheiden, wie ich, die ja Informatik studiert habe oder technische Wissen habe. Und das ist auch, hadert, glaube ich, man persönlich ein bisschen auch damit. Auf jeden Fall, ja. Da gehören ja auch immer zwei dazu. Ne? Also quasi, wenn wir sagen, wir wollen Diversität fördern, wir wollen auch mehr Frauen quasi in die Teams holen, um das quasi auch ausgewogen zu haben, müssen wir ja diese auch motivieren, das zu wollen. Was können wir denn da machen, dass wir da mehr Anreize auch schaffen, den Schritt auch zu gehen? Also unsere Strategie jetzt in diesem Forschungsprojekt ist wirklich dieser Quereinstieg, aufmerksam machen für diesen Quereinstieg. Und da haben wir zum Beispiel erstmal so geguckt, wie sieht es aus, wenn Leute aus anderen Disziplinen sich mit Informatik oder Softwareentwicklung beschäftigen. Und wir haben festgestellt, dass die meisten, die aus Soziologie, Design, Psychologie und anderen Disziplinen, die eine große Rolle in der Softwareentwicklung spielen, die haben nicht so wirklich auf dem Schirm, dass sie da einen Beitrag leisten können. Ja. Man sieht, dass die Curriculum in diesem Bereich auch nicht genug interdisziplinär aufgestellt sind, weil sie beschäftigen sich halt sehr stark mit Themen wie Psychologie und Design und gucken nicht, wo das wirklich gut in anderen Bereichen angewendet werden kann. Das heißt, wir haben so eine Fragebogenstudien gemacht, das ist letztes Jahr, und da die meisten wussten nicht, dass sie in der Softwareentwicklung auch arbeiten könnten. Und diese Bewusstsein schaffen, fällt uns sogar in dem Projekt im Moment, das ist ein Forschungsprojekt, ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, wir kommen, es ist ein Forschungsprojekt, in dem die Hochschule Mainz, Fraunhofer IES und die LMU ist, und alle Mitglieder, sie haben schon Berührungspunkte mit der Informatik. Ne? Das ist so die Motivation. Und die Sprache oder die Strategie, die wir jetzt ausgesucht haben, mit diesen Studenten zu sprechen, nicht immer schlagen ein, weil sie einen ganz anderen Zugang eigentlich jetzt zu diesem Thema benötigen. Und da versuchen wir jetzt die Strategien zu finden, wie können wir denen erklären und attraktiv machen, dass sie da einen Beitrag stellen können. Und das ist nicht so leicht jetzt. Ja. Wir haben so an einer Seite diese Learning-Sessions, wo man sich mit dem Thematik, was sind so Themen der Softwareentwicklung, und da versuchen wir die Studentinnen und Absolventinnen zu zeigen, guck mal, wenn du kennst dich ganz viel mit
Methoden von der Sozialwissenschaft, wie man so Leute befragt, wie man Interviews durchführt, wie man so ethnografische Studien durchführt. Diese Wissen kannst du in der Softwareentwicklung einbringen, weil in der Softwareentwicklung wir machen vor allem in menschenzentrierte Kontextstudien mit echten Nutzern. Und viele wundern sich, dass das passiert und die fragen, wer macht das? Ja, im Moment machen wirklich Leute, die das nicht wirklich gelernt haben, ne? Oder on the job gelernt haben, das zu machen. Und da durch diese Weiterbildungsmaßnahme versuchen wir, diesen Raum aufzumachen, um eine genaue Match zu machen zwischen der Kompetenz der Studentinnen und Softwareentwicklung. Auch bezüglich Soft Skills, weil es ist schon auch in dem Studio so ein Punkt, den wir gemerkt haben, dass sie wissen schon so, okay, aber es ist eine männerdominierte Domain, Softwareentwicklung, es ist sehr technisch. Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da arbeiten kann. Versuche auch aufzuklären, wie vielfältig das ist und welche Soft Skills auch da relevant sind. Das ist so eine Seite. Und was wir konkret jetzt noch machen, sind Aktivierungsworkshops. Und da versuchen wir jetzt mit KMUs Kontakt aufzunehmen. Wir suchen uns so ein Thema aus, die sie so ein Problem, vielleicht haben sie so ein altes Produkt, das sie modernisieren wollen oder sie brauchen eine Idee für eine ganz neue Dienstleistung. Versuchen wir uns ein Thema mit dem und versuchen einen Aktivierungsworkshop, wie wir nennen, mit Unternehmen ohne Studenten zu machen. Weil es ist auch so, dass in vielen KMUs noch nicht diese Interdisziplinarität vorhanden ist. Und da ist in diesen Aktivierungsworkshops versuchen wir beide Parteien zusammenzuführen. Und dafür dann bietet das Fraunhofer, das ist einer der Partner von dem Projekt, Fraunhofer Jese, der moderiert, der bereits so eine Kreativitätsworkshops zwischen 2 und 5 Tage. Und kommen Leute aus den Unternehmen mit dem Thema. Wir rekrutieren die Studentinnen, abhängig von dem Thema von dem Workshop. Und sie können dann in ein Thema gemeinsam arbeiten. Und da können die Studenten zum ersten Mal so Erfahrungen machen in der Softwareentwicklung, gucken, okay, es ist super kreativ, so eine Softwareentwicklungsprozesse und die Unternehmen können sagen, okay, da könnten wir vielleicht auch Kontakt aufnehmen mit Studentinnen und potenzielle Leute, die vielleicht sich für das Thema interessieren. Ja. Also sehr spannende Initiative und toll auch, dass weil das bringt ja dann auch die Wirtschaft da mit rein, ne? Also das auch dort bekannt zu machen und ich meine, es ist für die Unternehmen natürlich auch total hilfreich und für die Studierenden einfach auch das mal zu sehen. Ja, ja genau, und das ist ein wesentlicher Punkt, ne? Ja. Dass die Unternehmen auch sich mitbeteiligen und dass auch in Interesse da sind, weil es bringt uns nichts, so Studenten und Absolventen aus einer anderen Disziplin zu gewinnen, wenn sie dann nirgendwo hingehen können. Ne? Und wir merken, dass da auch ein Bedarf ist für diese Interdisziplinarität und vor allem den Wunsch, dass mehr Frauen einsteigen in der Softwareentwicklung, dass die Teams auch diverser sind und dass auch die Produkte sich verbessern. Ja, sehr schön. Claudia, vielen lieben Dank, dass du das hier so gebracht hast, dass du diese Initiative auch hier vorgestellt hast und deine Forschungsergebnisse. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wertvoll und ich hoffe, wir können jetzt hier mit dieser Podcast-Folge auch paar Menschen aktivieren, motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mal bei sich im Team zu schauen, was ist da vielleicht an Bedarf oder an Stereotypen oder wo könnte man mehr Vielfalt benötigen oder auch mit einbauen. Das finde ich einen ganz tollen Impuls von dir. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich wünsche dir noch eine tolle Konferenz. Und gute Heimreise danach. Ja, vielen Dank, dass ihr da sein durfte oder ich da sein durfte mit dem Thema und ja, dir auch. Ja, danke schön.